Möchtest du gerne wissen, wie du dich selber ausmisst und so die richtige Kleidergröße bestimmst? Sei dies nun für den Online-Einkauf oder wenn du selber Kleidung nähst, dass du die richtige Größe des Schnittmusters auswählst? Dann ist dieses Video perfekt für dich. Ich bin Jenny, gelernte Schneiderin und Modedesignerin und ich zeige dir heute, wie du richtig Maße nimmst. Legen wir los! Um deine Maße zu nehmen, brauchst du selbstverständlich ein Schneidermaßband. Und wenn du jetzt nun deine Kleidergröße für ein Kleid oder ein Oberteil bestimmen möchtest, also eine Bluse, ein Hemd, ein Top, dann misst du deine Oberweite oder auch Brustumfang genannt. Und die misst du wie folgt. Als erstes stellst du dich ganz gerade hin, nicht im Sitzen messen und am besten gleich vor einen Spiegel. Und dann legst du das Maßband so um deinen Körper bei der weitesten Stelle der Brust. Die ist meistens bei den Brustwarzen. Wichtig ist, dass das Maßband nicht zu eng ist und auch nicht zu locker, dass es einfach herunterfällt. Und 1 bis 2 Finger dürfen hier zwischen dem Körper und dem Maßband noch Platz haben. Das Maßband sollte nun horizontal auf deinem Körper liegen. Sag das mal rundherum. Und all diese Regeln gelten auch für Männer. Also auch um den Brustumfang eines Mannes zu bestimmen, misst du die Oberweite an der weitesten Stelle bei den Brustwarzen. Dann liest du dein Maß ab oder hältst deinen Finger dorthin, wo der Anfang des Maßbandes ist. So, und schreibst dir dein Maß auf. Wenn du das hast, dann gehst du zur Größentabelle des Kleider- oder Schnittmusterherstellers. Und dort kannst du dann schön ablesen in der Reihe, wo deine Oberweite ist, welcher Kleidergröße das entspricht. Um die Kleidergröße für Hosen und Röcke zu bestimmen, misst du deine Hüftweite. Deine Hüftweite ist nicht bei den Hüftknochen oben oder dort, wo die Hüftjeans getragen wird, sondern die ist wirklich weiter unten an der weitesten Stelle des Po's. Und auch hier stellst du dich ganz gerade hin mit einem kleinen Abstand zwischen den Füßen und misst nun deinen Körper an der weitesten Stelle des Po's. Auch hier sollte das Maßband nicht zu fest angezogen werden, nicht zu locker liegen und horizontal auf deinem Körper liegen. Am besten machst du das wieder vor einem Spiegel, damit du dich kontrollieren kannst. Ich glaube, bei mir ist es jetzt etwa gerade. Ich habe nur diesen kleinen Bildschirm unterhalb der Kamera, um mich zu kontrollieren, aber ich glaube, das sieht gut aus. Und dann drehe ich mich mal eine Runde, damit du es von allen Seiten anschauen kannst. So. Dann schaust du dir wieder das Maß an oder legst deinen Finger da auf die Stelle auf dem Schneidermaßband und liest sie ab. Hier wieder dasselbe Spiel wie bei der Oberweite. Wenn du deinen Hüftumfang weißt, dann schaust du dir die Größentabelle des Kleider- oder Schnittmusterherstellers an und schaust in dieser Tabelle, welche Kleidergröße sich daraus für dich ergibt. Es kann sein, dass gewisse Größentabellen nur eine Zahl angeben, also zum Beispiel 95 cm, du aber 97 cm Hüftweite hast. Und dann bist du genau in so einem Zwischenmaß. Und dann wird es vielleicht schwierig für dich zu bestimmen, welche Größe du jetzt nehmen solltest. Im besten Fall geben sie sowieso eine Spannweite an. Und dann ist es ganz klar, welche Größe du hast. Wenn das nicht der Fall ist, musst du auf- oder abrunden. In dem Fall kannst du folgende Kriterien anwenden. Entweder liegt dein Maß viel näher bei einer Kleidergröße, dann ist der Fall eindeutig. Wenn es genau in einem Zwischenmaß liegt, dann musst du leider etwas raten, also entweder auf- oder abrunden. Je nachdem, ob du das Kleidungsstück vielleicht eher gerne ein bisschen lockerer trägst oder enger anliegend. Ist das Kleidungsstück dehnbar oder nicht? Wenn es dehnbar ist, dann kannst du eher eine Kleidergröße kleiner nehmen als größer und es sollte immer noch gut passen. Wenn nicht, dann im Zweifelsfall vielleicht lieber eine Größe größer nehmen. Was allerdings auch ganz toll ist, sich die Bewertungen anderer Kundschaft durchzulesen. Denn mit etwas Glück hat vielleicht jemand schon einen Kommentar zur Größe gemacht. Dann kommen wir auch schon zum Taillenmaß. Und dafür nehme ich ein Gummiband als Hilfestellung. Es geht auch ohne, aber es hilft,
visuell, weil wir von jetzt an alle Punkte, die ich euch zeige, bis zur Taille messen oder ab der Taille abwärts. Leg das Gummiband um deine Taille und bind es fest. Deine Taille befindet sich unterhalb der letzten Rippenknochen und oberhalb der Hüftknochen. Also in diesem Teil hier, dem weichen Teil, wo man reindrücken kann. Platziert das Gummiband, dass es genau dort liegt. Und manchmal hilft es auch mit den Händen so reinzudrücken, damit man wirklich spürt, wo dieser weiche Teil ist. Ich zeige das mal kurz rundherum. Genau. Jetzt nimmst du das Maßband zur Hand und misst die Taille. Tendenziell eher unterhalb des Gummibandes als oberhalb. Und dann kannst du das Maß ablesen. Das Taillenmaß variiert je nach Tageszeit natürlich, je nachdem, ob ich gerade gegessen habe oder die letzte Mahlzeit schon vor ein paar Stunden hatte. Deshalb ist es nicht ein wahnsinnig genaues Maß und es bestimmt daher auch nicht eine Kleidergröße. Allerdings kann es hilfreich sein, das Taillenmaß zu wissen, gerade wenn man jetzt zum Beispiel Schnittmuster zeichnet, um dann zu schauen, ob man von der Oberweite her dieselbe Größe für die Taille verwenden kann oder dann die Linien in eine kleinere oder größere Größe ziehen möchte oder muss. Von dem her ist es hilfreich, aber wie gesagt, es bestimmt nicht die Kleidergröße selber. Dann gibt es auch noch ein Maß, das sich Taillenlänge nennt. Und dieses Maß sagt einem, wie lange oder kurz der Oberkörper ist im Vergleich zur Körpergröße. Also als Beispiel, ich habe einen verkürzten Oberkörper im Verhältnis zu meiner Körpergröße, im Vergleich zu den normalen Standard. Gerade wenn du Kleidung für dich selber nähst, kannst du in der Größentabelle des Schnittmusterherstellers herauslesen, mit welcher Taillenlänge das Kleidungsstück konstruiert wurde. Und jetzt dementsprechend das Schnittmuster verkürzen oder verlängern, je nach deiner Taillenlänge. Also wenn du schon mal selber ein Kleidungsstück genäht hast, hast du vielleicht auf dem Schnittmuster die Linie gesehen, hier verlängern oder kürzen. So kannst du also dein Schnittmuster noch besser auf deine Maße anpassen. Und wie du das für dich selber herausfindest, zeige ich dir jetzt. Und zwar indem du deine Taillenlänge misst. Leg dazu deinen Kopf zur Brust hin und fühl mit deinem Finger, wo das der Nackenknochen ist, der Wirbelknochen, der am prominentesten hervorsteht. Das ist jeweils auch der Knochen, wo, wenn du eine Halskette trägst, dort genau die Kette durch verläuft. Genau. So, und jetzt legst du das Maßband an diesen Knochen, schaust wieder ganz gerade nach vorn und ziehst das Maßband ganz leicht nach unten bis an die untere Kante des Gummibandes. Da wir das Gummiband hier haben, fühlen wir ganz genau, wo das die Taille durchgeht und wo wir jetzt den Finger hinhalten, um die Taillenlänge zu messen. Dann gibt es auch noch die Maße der äußeren und inneren Beinlänge. Gerade wenn du selber Schnittmuster zeichnest, macht dieses Maß Sinn, weil du dann Hosen von der Taille aus bis zum Boden aus konstruierst. Einfach so ist das Maß wahrscheinlich nur relevant, wenn du herausfinden möchtest, ob deine Beine gleich lang sind. Und das misst du wie folgt. Leg das Maßband an die untere Kante des Gummibandes an der Seite deines Körpers. Und fahr jetzt bis zum Boden mit dem Maßband und achte darauf, dass du dein Bein nicht krümmst und das Maßband ganz genau an deinem Körper entlang zum Boden hältst. Um dieses Maß zu bestimmen, ist es sehr hilfreich, wenn man noch eine zweite Person hat, die einen ausmessen kann, damit man einfach ganz gerade hier dastehen kann. Nichtsdestotrotz, man kann es auch alleine, man muss einfach etwas vorsichtiger sein, dass man eben das Maßband nicht verrutscht, wenn man seinen Weg nach unten misst. Richtig rum sollte man auch noch messen. Und darauf achten, dass man das Bein nicht krümmt. So, haben wir das auch gemessen. Und dann gibt es auch noch die innere Beinlänge. Und die misst man so, dass man das Maßband an den Schritt hält
und dann an der Seite des Beins, also der inneren Seite, bis zum Boden ausmisst. Hier noch ein kleiner Tipp für Schneiderinnen. Es gibt ein sogenanntes Schrittmaß, wo oben am Maßband noch so ein Balken, so wie ein T, drauf fixiert ist. Und dieses T kann man dann am Rand festhalten und dann in den Schritt legen, um so die innere Beinlänge zu bestimmen. Und so muss man dann nicht irgendjemanden in den Schritt fassen. Also ich finde es eine ganz tolle Sache, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Oder man kann sich auch ganz einfach selber basteln mit einem Lineal und einem Stück Klebestreifen. Einfach das Maßband auf den Lineal kleben und schon hat man sich selber ein Schrittmaß gebastelt. So, das war's auch schon. Ich hoffe, ich konnte dir dabei helfen, selber Maße zu nehmen, sei dies nun für den Online-Einkauf oder um die Größe deines Schnittmusters zu bestimmen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.